How can I go on when you leave me, baby? Fall in love, go straight to your heart and your soul, losing control. Ich will Designassistentin werden und nur von den Besten lernen. Fotostrecke in Ihrem Magazin. Du kannst den Rennstall nicht einfach so verkaufen. Du kannst auch das Gestüt nicht einfach abreißen. Ich bin der Chef und Hagen ist tot. LCL ist zeitlose Eleganz. Anmut schnarcht gen öde. Aber wir brechen das. Beim Kampf der Kulturen. Der Kredit, das ist jetzt alles durch. Ach, wegen dem Umbau. Welcher Idiot gibt einem Toten einen Kredit? Ich werde dieses Geld nehmen und meinen Mann retten. Wer kämpft hier gegen wen? Meine Models plündern. Aber Sie werden mit großem Widerstand meiner Models rechnen müssen. Und es ist noch nicht ausgemacht, wer gewinnen wird. Unsere Fotostrecke für die Rotfeld Glam Fashion soll die Leute auf eine neue Entwicklung bei LCL aufmerksam machen. Sie neugierig machen und provozieren. Durch Juris Einstieg bei LCL muss sich auch unsere Linie neu definieren. Und das wollen wir mit dieser Fotostrecke zeigen. Und? Was sagen Sie? Die heiligen Hallen der Aristokratie werden angegriffen. Es kommt zum Showdown. Ja. Avantgarde gegen Haute Couture. Das gefällt mir. Das heißt, wir haben die Fotostrecke? 10 Seiten und die Fotos bekomme ich morgen Abend. Morgen Abend. Ist das ein Problem? Das Shooting ist schon morgen. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Frag dich mal, wer die ganze Arbeit machen darf. Rebecca kann froh sein, dass ich mich um alles kümmere, während sie mit Juri unterwegs ist. Ah, Juri könnte auch jemanden brauchen, der bei den Vorbereitungen hilft. Du denkst doch nicht immer noch, dass er dich als seine Designassistentin einstellt? Warum nicht? Ja, weil er dir schon mehrmals gesagt hat, dass er kein Interesse hat, weil er grundsätzlich alleine arbeitet. Sein Label war aber auch viel kleiner als LCL. Hier ist man sowieso nie allein. Verstehe. Du machst dir immer noch Hoffnungen, weil er dich letztens im No Limits verteidigt hat. Was ist denn das jetzt schon wieder? Tja, sowas spricht sich eben rum. Aber vergiss es, der stellt dich im Leben nicht ein. Mit dir gibt's nur Ärger an den Hacken. Ich sag nur Modenschau. Wie er dich mit bekleckerter Unterwäsche die Treppen runterschleppen musste. Also mich wundert's, dass er sich keinen Bruch gehoben hat. Hast du ihm nicht auch noch ein Bügeleisen auf den Fuß geworfen? Das war doch keine Absicht. Also Juri Adam sollte lieber einen ganz großen Bogen um mich machen. Abwarten. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Die Bank hat den Kredit bewilligt, damit du das Gestüt neu aufbaust. Du kannst das Geld nicht einfach dafür verwenden, nach Hagen suchen zu lassen. Du bist vertragsbrüchig. Das ist strafbar. Das ist mir bewusst. Aber das Gestüt, das gibt's bald sowieso nicht mehr. Daran ändert auch der Kredit nichts. Aber wenn ich das Geld nehmen kann, um in Hagens Suche zu investieren, dann kann ich ihn vielleicht retten. Es deutet alles darauf hin, dass Hagen nicht mehr am Ich weiß, dass ihr alle denkt, dass Ludwig und Hagen tot sind. Aber das könnt ihr überhaupt nicht wissen. Was, wenn sie auf irgendeiner Insel gestrandet sind und noch überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, auf sich aufmerksam zu machen? Das ganze Gebiet wurde abgesucht. Es ist wirklich sehr unwahrscheinlich, dass... Aber es ist nicht unmöglich. Und solange die Möglichkeit besteht, dass ich Hagen helfen kann, dann werde ich das tun. Verstehst du das nicht? Ich verstehe ja, dass du die Hoffnung nicht aufgeben willst. Aber hier handelt es sich nicht um ein paar tausend Euro, sondern um einen hohen sechsstelligen Betrag. Wann willst du das denn jemals zurückzahlen? Mensch, Dana, bitte sei jetzt vernünftig. Du hilfst niemandem, wenn du jetzt kriminell bist und dich bis zum Rest deines Lebens verschuldest. Wow, so viel Energie in der Stimme. Das kann ich sonst nur, wenn ihr schlecht über mich redet. Hast du uns jemals Anlass dazu gegeben? Sag mal, Dana, könnte es sein, dass du vergessen hast zu erwähnen, dass der Kredit, den Hagen damals beantragt hat, ausgezahlt wurde? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ja, wie ich schon sagte, Hagen wollte sich selbstständig machen, bevor er auf die Bahamas aufgebrochen ist. Das hat nur dummerweise nicht funktioniert, weil er keinen Investor gefunden hat. Was dazu führt, dass dieses Gestüt nach wie vor zum Familienverbund gehört, weswegen mir als Chef des Ganzen die dankbare Aufgabe zufällt,
diesen maroden Betrieb hier abzuwickeln. Was deutlich schwieriger wird, wenn ein Kredit drauf lastet. Das heißt, der Rennstall kann nicht verkauft werden, solange es diesen Kredit gibt. Nein. Das heißt, die Landsteinbank hat diesen Kredit aufgekauft. Der Rennstall wird trotzdem verkauft und ich erwarte die Rückzahlung des Kredites von dir. Und zwar unverzüglich. Ich habe übrigens Toni für morgen. Er hatte kurzfristig Zeit. Er bringt seine Visagistin und seinen Assistenten mit. Ich hoffe, es ist okay für dich? Toni? Ja, Mancini. Das ist ein geiler Mann für diesen Job. Ja, das sehe ich genauso. Du, ich würde es aber nicht schaffen, bis morgen irgendwelche neuen Entwürfe fertigzustellen. Keine Angst, ich nehme auch nur Sachen von meinem Presseempfang. Okay. Sag mal, was hältst du davon, wenn wir die erste Szene genau hier machen? Deine Mädels, die Schlossherrinnen, verteidigen das Schloss und meine Models versuchen es im Sturm zu nehmen. Bild, Schlacht in ihrem Höhepunkt. Ja? Ja, doch. Ja, finde ich gut. Könnte sexy sein. Hier bist du aufgewachsen? Ja, wir wohnen hier schon länger. Wow. Was hältst du davon? Eins deiner Models liegt hier gebondaged auf diesem Tisch und... Warte mal, das gibt nur Ärger mit Ansgar. Komm mal da runter. Sorry. Hallo, Rebecca. Ach, Elisabeth. Guten Tag. Darf ich dir vorstellen, Juri Adam, mein neuer Kollege. Elisabeth von Lahnstein, die Frau meines Vaters. Angenehm. Wir machen hier übrigens morgen Fotoshooting. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Morgen, das ist aber sehr kurzfristig, oder? Ja, aber wir haben ganz viele Ideen und... Gut. Ah, okay. Zusammen schaffen wir das, oder? Ja. Hier, dein Kaffee. Schwarz, 2 Stückchen Zucker. Danke, Martha. Und ich habe mich im Stofflager umgesehen. Ist es das, was du ungefähr meinst? Martha. Das ist genial. Ist mein Job. Ah, und ich habe deinen Termin morgen von 10 auf 12 Uhr gelegt. Warum? Naja, weil du doch gerade mit einem neuen Entwurf begonnen hast. Und wenn du das tust, dann arbeitest du doch mal bis spät in die Nacht. Und wir wollen doch, dass du ein wenig Schlaf bekommst. Martha, was würde ich ohne dich machen? Du wärst hoffnungslos verloren. Oh, Martha. Juri. Oh, Martha. All I need to sign to get behind the sun and cast his ways. Was hast du jetzt vor? Überweis Ansgar das Geld. Es ist am besten. Ach ja? Am besten für wen?
Für alle? Was ist mit Hagen? Ich habe gegen Ansgar vielleicht eine Chance. Aber Hagen hat wirklich keine Chance mehr, wenn ich ihn jetzt im Stich lasse. Dana, das hatten wir doch alles schon. Was würdest du denn tun? Wenn Rebecca irgendwo verschollen wäre, würdest du nicht alles dafür tun, sie zu finden? Klar. Klar, solange es Hoffnung gäbe, würde ich alles tun, um sie zu retten. Aber irgendwann muss man sich damit abfinden, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Wen willst du anrufen? Ich rufe jetzt die deutsche Botschaft auf den Bahamas an. Ich werde die bitten, mir einen Suchtrupp zusammenzustellen. Sag mal, was glaubst du eigentlich, was passiert, wenn du dieses Geld veruntreust? Ansgar zeigt dich an, du kannst den Kredit nicht zurückzahlen und gehst vielleicht ins Gefängnis? Dann ist mir das auch egal. Aber mir nicht, weil du dich damit ruinierst. Und nicht nur dich, unsere ganze Familie. Mama und Papa würden ihre Jobs verlieren. Oder glaubst du ernsthaft, dass Ansgar die weiter beschäftigt, wenn du ihn betrügst? Und Kim? Ansgar ist ihr Vater. Überleg mal, in welche Situation du sie bringst. Und hast du schon mal drüber nachgedacht, was mit Maximilian passiert, wenn du im Knast sitzt? Maximilian ist Hagens Sohn. Und du bist für ihn verantwortlich. Du hilfst Hagen jetzt am meisten, wenn du dich um seinen Sohn kümmerst. Er braucht dich. Und wir dich auch. Bitte versprich mir, dass du wenigstens noch eine Nacht drüber schläfst, bevor du irgendwas unternimmst. Morgen reden wir noch mal in Ruhe drüber, ja? Das kommt mit und check noch mal die Liste und natürlich die Accessoires kommen auch mit, ja? Ja. Ach, Martha, sorg doch bitte dafür, dass alle Modelle auf die Maße der Models angepasst werden, ja? Ja, klar. Sag mal, Rebecca, ist das da hinten Joris Stange? Ja. Und wo ist der? Spazieren. Ich könnte ja vielleicht schon mal die Kleider vom Presseempfang aus dem Fundus holen. Du, ich glaube, der weiß noch gar nicht, welche Modelle er mitnimmt. Und wenn ich eine Vorauswahl treffe? Lass ihn das mal lieber selbst machen, Martha, ja? Okay. Kann ich sonst noch was tun? Ja, du kannst uns einen Kaffee holen. Oh ja, das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Aber bitte den Kaffee von unten, weil von der Plörre hier kriege ich immer Kopfschmerzen. Okay. Hey, Juri, ich krieg halt Kaffee holen. Willst du auch einen? Ach, total dämlich. Ich meine, ich frag dich, ob du einen Kaffee haben willst, aber hast ja gerade einen in der Hand. Sag mal, ich gehe gleich in den Fundus. Ich könnte deine Modelle mitbringen, wenn Ich weiß selber noch nicht, welche ich brauche. Ich könnte aber eine Vorauswahl treffen. Nein, danke. Aber hörst du mir nicht zu? Das würde alles in Unordnung bringen. In Ordnung. Aber habe ich doch gerade aufgeräumt. Oh, oh. Ich glaub's nicht. Hey, endlich mal Ordnung. Oh mein Gott. Tja, wie findest du dich jetzt bloß zurecht? Hm? Das war übrigens Martha. Sie hat sich richtig Mühe gegeben. Komm mal, Kevin. Ich glaube, wir nehmen das hier mit, ja? Okay. Du, ich treffe gerade meine Vorauswahl und, Juri? Juri? Ich treffe gerade meine Vorauswahl. Ich hoffe, das passt dann zu dem, was du dir vorgestellt hast. Das wird passen, ja. Naja, ich bin ja schon ein bisschen im Vorteil. Ich habe viel mehr Modelle. Wenn du willst, können wir es auch gerne zusammen machen. Nein, nein. Mach deine Auswahl. Okay. Richte mich dann ganz nach dir. Gut. Der hatte die Ruhe weg. Man könnte meinen, dass ihn das Fotoshooting gar nicht interessiert. Er hat einfach nur eine andere Herangehensweise. Alles auf den letzten Drücker. Also damit hätte ich mein Abi fast versemmelt.
Nein, weißt du, er ist nicht so kopflastig. Er vertraut ganz auf seinen Instinkt, darauf, dass er im richtigen Moment die richtige Idee hat. Wenn's funktioniert. Ja, bis jetzt schon. Ohne ihn und seine tolle Idee hätten wir nicht den Zuschlag für die Fotostrecke bekommen. Dana sucht doch einfach nur nach einem Weg, damit sie mit der ganzen Sache abschließen kann. Abschließen. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Ich habe auf sie eingeredet wie auf einen kranken Gaul. So, es reicht. Ich habe die Schnauze voll. Was, du gehst jetzt aber nicht zu Dana? Doch, natürlich. Wir können doch nicht mit ansehen, wie sie diese Dummheit begeht. Ja, aber wir dürfen sie auch nicht bevormunden. Wenn sie das Gefühl hat, dass wir sie nicht ernst nehmen, dann zieht sie sich doch noch weiter in ihr Schneckenhaus zurück. Ja, und Mama hat recht. Immerhin redet sie noch mit uns, obwohl sie glaubt, dass wir Hagen verraten haben. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich euren Hagen nie so wirklich mochte. Aber jetzt wünsche ich mir nichts sehnlicher, als dass er endlich zurückkommt. Das weiß Dana. Ja, es nützt nichts. Wir reden morgen mit ihr. Ob das was bringt? Sie hat mir versprochen, dass sie heute nichts mehr unternehmen wird. Na, hoffentlich. Martha! Also, wenn es um deinen Schreibtisch geht. Ich habe nur ein bisschen Ordnung gemacht, weil er noch so zugemüllt, so überladen war. Weißt du, ich dachte, dass, wenn alles ein bisschen sortiert ist, dass du dann vielleicht dich besser konzentrieren kannst. Du weißt schon, Ordnung auf dem Schreibtisch, Ordnung im Kopf. Ich sage das jetzt nur einmal. Geh nie wieder an meine Sachen. Ich hab's nur gut gemeint. Ich hab's kapiert. Ich könnte dir vielleicht bei der Auswahl helfen. Ich suche deine alten Modelle zusammen, ich sortiere sie farblich oder thematisch, damit du einen besseren Überblick bekommst. Hä? Ich hatte einen wunderbaren Überblick, bevor du deine Finger hier reingesteckt hast. Deine Kleiderstange ist noch komplett leer. Ich werde nicht aufräumen, versprochen. Aber ich will dir wirklich gerne helfen. Für heute habe ich Hilfe genug. Tschüss, Kim. Nimm das Recht. Was machst du denn hier? Dich abholen, weil du sonst die Zeit vergisst und bis morgen früh herumgrübelst und sowieso jede halbe Stunde alles über den Haufen wirfst. Du bist ganz schön nervös wegen des Shootings morgen, oder? Es muss einfach perfekt sein. Du hast Angst, dass dein neuer Kollege dir die Show stiehlt? Hatte ich, aber ich glaube, ich habe ihn falsch eingeschätzt. Er war die ganze Zeit eigentlich sehr konstruktiv, hatte gute Ideen. Ich glaube, wir ziehen das morgen zusammen durch, ganz kollegial. Okay, das klingt doch super. Was bei dir ist okay? Erzähl ich dir gleich. Wenn wir bei Luigi sind und mindestens eine Tonne Pasta vorsteht. Wie, wir gehen jetzt noch raus? Ja, ich will, dass du mal runterkommst. Du machst uns die ganze Nacht kein Auge zu. Ja, um 8. Schönen Feierabend. Und wieder mal hast du es geschafft, die Letzte in der Firma zu sein. So, los jetzt, oder muss ich dich mit Gewalt hier rausschleppen? Ja. Das bleibt hier? Ja, das lässt du liegen. Gut. Dein Kieber. Danke. Hey. Hey, du bist ja auch da. Soll ich auch einen Kieber bestellen? Schmecken echt ganz gut. Obwohl, ich glaube, der Bananensaft ist zu... Ich hätte gerne eine Cola. Was soll's? Meine Mutter freut sich. Sie findet, dass ich mich zu wenig um dich kümmere. Danke. Bisher habe ich es ganz gut verkraftet. Also sorry, ich weiß halt nicht, wie ich das auch noch hinkriegen soll. Ich meine, Rebecca hält mich schon ganz schön auf Trab. Es muss schon entspannend sein, wenn man wie Juri den ganzen Tag nichts auf die Reihe kriegt. Hey, der kriegt eine ganze Menge auf die Reihe, ja? Ach ja? Ah, danke. Der hat noch kein einziges Kleid für das Fotoshooting ausgesucht. Rebecca hat keine Ahnung, welches sie von den ganzen nehmen soll, ja? Weißt du, wie oft ich diese verdammte Liste abgeändert habe? Und Claudia sitzt die ganze Zeit an der Nähmaschine, um alles abzuändern. Das gehört zum Job. Das würde ich an deiner Stelle auch sagen. Solange du für Juri zugeteilt bist, arbeitest du dich bestimmt nicht tot. Weißt du?
Der hängt in der Kneipe ab, obwohl er noch nichts auf die Reihe gekriegt hat. Also, ich würde wirklich gerne mal wissen, wofür der bei uns seine Kohle kassiert. Außerdem diese Aktion mit dem Aufräumen, um sich bei ihm einzuschleimen, die war genauso hilfreich, wie ihn mit Bügeleisen zu bewerfen. Jetzt brauche ich Sahne auf meinem Saft. Now your back's to the road. Hey. Weight is everything you know. I'm sure you know that I'm leaving. Wir können Hagen doch nicht einfach so im Stich lassen, oder? Winslet. Was meinst du? Sure in a cinematic way. Könnte ich noch Eis bekommen? Meine Tour damals mit den Dripping Animals, die war einfach... Die war so krass. Und letztens bei ihrer Tournee hatten die diese abgefahrenen Kutten von Yuri an. Ja, und die Shirts, die waren genau in dem gleichen Style designt. Dann habe ich die gesehen und dann dachte ich, das ist doch was für LCL. Ja, Ansgar hatte jetzt nicht so den Durchblick. Aber auf mein Urteil, da liegt er schon eine Menge Wert. Beim Kieber ist das Wichtigste, dass sich Kirsch und Bananensaft nicht zu früh miteinander mischen. Das kann man ja gleich als Mixgetränk verkaufen, wie Cola Orange oder Bier mit Limonade. Die Säfte müssen sich ganz langsam miteinander vermengen. Das ist eine Frage der Temperatur. Wenn die Banane kalt genug ist, trägt es die Kirsche. Das ist wie bei der Erdbeere mit dem Sahnehaufen. Also nicht sofort einsinkt, sondern oben drauf bleibt. Wie auf einer Wolke. Ha. So. Voilà, der perfekte Kieber. Jetzt komm. Jetzt haltst du, ich geb's dir morgen. Was war das denn? Und was wird es jetzt? Ich brauche noch ein Ding. Ein Kleid. Aber ich dachte, dass bei dem Shooting nichts Neues präsentiert wird. Jetzt doch. Aber Rebecca hat auch überhaupt nichts. Ich hab dich vorhin gesehen. Diese 2 Säfte, die du zusammengemischt hast, das ist der Farbverlauf, den suche ich. Okay. Und wenn ich eine Idee habe, dann muss sie raus. Ah, das ist Und was ist das? halt ein Wurf, den ich nicht verwendet habe. Und jetzt? Machen wir was Neues.
Du bist ja wach. Komm her. Na, mein Schatz. Ich würde dich nie freiwillig alleine lassen. Das weißt du. Aber ich muss tun. Für den Papa. Du sollst ihn doch mal kennenlernen. Hummelchen, Hi, wo kommst du her so früh am Morgen? von der Arbeit. Strahlst ja richtig. Was ist mit deinen Händen? Ah, ich habe Stoffe gefärbt. Und du? Auch schon so früh wach? So früh? Was glaubst du denn, wann man anfängt, im Wald zu arbeiten? Und danach gehe ich mit Vicky zu Dana. Ich habe bestimmt Sehnsucht nach eurem kleinen Enkel. Das auch. Frischer Kaffee? Oh ja, danke. Frische Brötchen, alles da, bedien dich. Oh. Sag mal, das sind ja Arbeitszeiten bei euch. Vielleicht solltest du mal mit Vicky reden, solange sie noch Personalchefin ist. Es war total freiwillig. Und es war auch echt cool. Ich habe mit Juri Adam zusammengearbeitet. Und ich war dabei, als er ein brandneues Modell kreiert hat. Juri Adam, hilf mir, das ist der Typ, bei dem du Assistentin werden wolltest, oder? Mhm, richtig. Und ich glaube, ich bin meinem Ziel heute Nacht ein ganzes Stückchen näher gekommen. Ja? Ja. Ich glaube, ich habe ihn inspiriert. Ich hoffe nur, du musstest dafür nichts tun, was dir nicht recht ist. Nein. Im Gegenteil, Onkelchen. Meinst du das? Oh, Gräfin Rebecca, eine gewisse Frau Rothfeld ist soeben eingetroffen. Sie wartet hier im Esszimmer auf Sie. Danke, Justus, ich komme gleich. Ja, die Dame hat mir übrigens etwas ganz Merkwürdiges zugeflüstert. Sie meinte, wie war das? Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Ich weiß jetzt nicht. Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, allerdings. Ich hätte schon mal einen guten Platz in der ersten Reihe. Bis später. Revolution, aha. Das muss ein Irrtum sein. Oh nein, ganz im Gegenteil. Das ist ja der Clou an der ganzen Sache. Die 2 LCL-Linien werden sich mächtig in die Haare bekommen. Aha, ja, na dann hoffe ich mal, dass das Schloss noch steht, wenn Sie mit allem fertig sind. Einen aufregenden Tag noch. Justus, wären Sie so nett und würden die Visagistin noch ins Esszimmer bringen? Da kann sie sich ausbreiten. Sehr wohl, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht bekommen wir ja ein paar neue Entwürfe zu sehen. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Mein Kollege und ich haben uns entschieden, ausschließlich mit bereits veröffentlichten Modellen zu arbeiten. Ich hab's befürchtet, naja. Wo ist Juri eigentlich? Ich darf doch davon ausgehen, dass er erscheint. Ja, ich denke, er steckt im Berufsverkehr. Aber er kommt. Natürlich.
heute Nacht einen total verrückten Traum. Den, wo du nackig Auto fährst, die Polizei hält dich auf und die Polizistin ist deine Oma? Hab ich den schon mal erzählt? Schon 1000-mal. Ich träume irgendwie gar nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ich nie richtig schlafe. Schreit der Kleine eigentlich noch nachts so viel? Ich habe den seit ein paar Nächten nicht gehört. Es geht doch gar nicht ums Schreien. Ich werde doch schon bei dem kleinsten Geräusch wach. Aha. Der Kleine muss noch einmal seufzen, schon stehe ich senkrecht im Bett. Aber wahrscheinlich ist es als Mutter so. Da hörst du einfach alles. Ich gehe schon. Oh. Morgen, Andi. Morgen. Hey, sag mal, ist Dana schon auf? Ich glaube, die ist schon aus dem Haus, ja. Die Tür zu ihrem Zimmer war auf. Ich habe geguckt, sie ist nicht da. Okay, dann gehe ich jetzt zum Gestüt. Okay, und ich ins Schloss. Wie sieht's denn hier aus? Wenn sich Dana meldet, könnt ihr uns anrufen? Mhm, danke. Klar, tschüss. Tschüss. Dana, eine Überweisung hätte gereicht. Du musst das Geld nicht persönlich vorbeibringen. Das hatte ich auch nicht vor. Ich habe das Geld nämlich nicht mehr. Bitte? Ich habe das Geld heute Morgen an eine Firma auf den Bahamas überwiesen, die die Suche nach Hagen und Ludwig in meinem Auftrag fortsetzen wird. Nochmal, bitte, du hast was? Ich habe das Geld heute Ja, Morgen... yeah, so, akustisch habe ich das verstanden. Ich kann doch nicht glauben, dass du so dämlich bist. Ach so. Du versuchst auf die Art, den Verkauf des Gestüts zu verhindern. Ich habe dir schon mal gesagt, dafür ist es ein bisschen spät. Das habe ich auch verstanden. Dafür habe ich das Geld auch nicht genommen, sondern um Hagen zu retten. Dana, Hagen ist nicht zu retten. Er und Ludwig sind in diesem Boot untergegangen. Die sind irgendwo auf dem Meeresgrund. Dafür gibt es keine Beweise. Das mag ja sein. Aber das gibt dir noch lange nicht das Recht, Geld zum Fenster rauszuschmeißen, das dir nicht mal gehört. Ich weiß. Ich zahle dir das Geld auch zurück. Und wie willst du das machen? Soweit ich weiß, arbeitest du in einem Gestüt, das es schon sehr bald nicht mehr geben wird. Dann suche ich mir eben was anderes. Dana, was du hier tust, ist Veruntreuung. Man könnte auch sagen Diebstahl. Ist schon klar, dass du dafür in den Knast wandern kannst, oder? Ja, das weiß ich. Tu, was du für richtig hältst. Ich tue auch, was ich für richtig halte. Adam. Ein Adam, wie Adam und Eva. Gut. Danke. Wiederhören. Was mache ich denn jetzt? Ah, auch schon da. Schön, dass wenigstens einer von uns ausgeschlafen ist. Na, eigentlich habe ich gar nicht. Ey, weißt du, was hier los ist? Juri ist verschwunden. Was? Ja, er ist heute Morgen noch nicht aufgetaucht. Sein Handy ist auch aus. Ich habe schon alle Kneipen abtelefoniert, ob bei denen jemand besoffen unterm Tresen liegt. Weißt du, wo er sein kann? Habt ihr gestern Abend noch irgendwas zusammen gemacht? Nein. Ich weiß, was passiert ist. Okay, die Kleider hier müssen sofort aufs Schloss. Und auch das neue Kleid inklusive. Was für ein neues Kleid? Das haben wir gestern Abend gemacht. Sag Rebecca, in einer halben Stunde ist er da. Wo willst du jetzt hin? Dana! Dana, jetzt warte mal. Wir müssen reden. Dafür ist es schon zu spät. Ich habe das Geld schon an eine Firma auf den Bahamas überwiesen und ich habe es Ansgar auch schon gesagt. Warum hast du das gemacht? Mann, du weißt warum. Hier ist niemand mehr, der daran glaubt, dass Hagen noch lebt. Ich bin die Einzige und wenn ich ihm nicht helfe, dann tut es niemand mehr. Ist dir das eigentlich klar, dass das Auswirkungen auf die ganze Familie hat? Oh, Hagen ist keine Familie. Warte, ich helfe dir. Ich habe Ansgar gesagt, dass ich das Geld zurückzahle, aber es kann sein, dass er das nicht akzeptiert und dass er mich anzeigt. Das soll er mal wagen. Das kannst du nicht machen. Selbstverständlich. Heute zeige ich sie an. Dana hat das Geld doch nicht gestohlen. Sie hat es zweckentfremdet, um damit die Suche nach Hagen zu finanzieren. Ja, und genau das nennt man Diebstahl. Wird auch der Richter so sehen. Aber du musst mir eins versprechen. Dass ihr auf Max aufpasst, wenn ich ins Gefängnis gehe. Er ist Hagens Sohn, er ist euer Enkel. Ich komme dich dann mit Max im Gefängnis besuchen. Jetzt lass mich ausreden. Jessica ist wirklich eine tolle Mutter, aber so ein Kind alleine großzuziehen, das ist verdammt hart. Versprich mir, dass ihr sie damit nicht alleine lasst. Dana,
Jetzt greift den Ding mal nicht vor. Noch ist nichts entschieden. Wir werden dich schon nicht allein lassen. Egal, wie tief du unsere Familie in die Scheiße geritten hast. Dir tut so eine Summe doch kaum weh. Na und? Deswegen darf er mich beklauen? Als nächstes erzählst du mir wahrscheinlich, dass deine Tochter so eine Art moderner Robin Hood ist. Die Rächerin der Verschollenen wahrscheinlich. Von all dem mal ganz abgesehen. Wir wissen doch beide, dass Hagen tot ist und dass sich deine Tochter in einen Wahn verrannt hat. Aber schön, vielleicht bekommt sie ja damit vor Gericht mildernde Umstände. Du kannst sie doch nicht wirklich anzeigen. Sie ist die Frau deines Cousins. Umso mehr trifft es mich, dass sie mich beklaut. Eiskalt. Was wohl der Rest deiner Familie dazu sagt? Du kannst mir glauben, das ist mir sowas von egal. Und Kim? Ist dir auch egal, was sie dazu sagen wird? Sie ist klar, dass sie nie wieder ein Wort mit dir reden wird, wenn du ihre Schwester ins Gefängnis bringst. Ist es dir das wirklich wert, ja? Ich meine, überleg es dir gut. In einem Fall verlierst du vielleicht eine Menge Geld. Aber im anderen Fall deine Tochter. Sehr schön. Also, wenn das noch länger dauert, dann ist bei dem Mädchen die Luft raus. Das weiß ich. Juri kommt bestimmt gleich. Ich dachte, wir reißen hier der Aristokratie die Maske vom Gesicht, bis ihre hässliche Fratze zum Vorschein kommt. Aber das hier ist ja wie Räubuschsteh bei der Heilsarmee. Haben Sie noch ein bisschen Geduld, Frau Rothfeld, bitte. Geduld. Eine meiner leichtesten Übungen. Kim, was machst du denn hier? Wo ist Juri? Der müsste gleich da sein. Martha ist schon unterwegs, um ihn zu holen. Ja, hoffentlich. So, also das sind die Modelle. Sehr gut, da kann sich sein Model wenigstens mal anziehen. Ich bin dann mal weg, ja? Moment, Kim. Was ist das hier für ein Kleid? Ach, das müsste das Kleid sein, das Juri die letzte Nacht gemacht hat. Na, wie läuft's? Dieser Mistkerl. Juri? Wir hatten abgemacht, dass wir keine neuen Kleider präsentieren. Und was macht er? Er zaubert einfach mal kurz ein neues Kleid aus dem Hut. Der will mich austricksen. Vor Lotti. Und dass er hier nicht erscheint, das ist wahrscheinlich ein Teil seiner perfiden Strategie. Rebecca, bist du dir da sicher? Wir können es ja nicht mal ausdiskutieren. Wir haben keine Zeit. Und er ist ja nicht mal da. Nee, jetzt echt. Du wolltest mich sprechen? Ja, komm rein. Setz dich. Du weißt, dass ich kein Unmensch bin. Weiß ich das. Du hast mich bestohlen und es tut dir nicht mal leid. Ist mir nicht leicht gefallen, aber ich stehe zu meiner Entscheidung. Schön. Dann wird es dir umso leichter fallen, mit den Konsequenzen zu leben. Nach dieser Geschichte müsste ich dich eigentlich sofort feuern. Aber das wird ziemlich unklug, denn dann würde ich mein Geld nie wiedersehen. Also wirst du meine Angestellte bleiben. Nein, also wenn du denkst, dass ich für dich als Zimmermädchen arbeite... Selbstverständlich wirst du für uns nicht weiterhin als Jockey arbeiten können. Der Rennstall und ein Großteil der Pferde werden verkauft, dabei bleibt es. Aber du kannst einen Job als Pferdewirtin haben. Aber ich dachte... Das Gestüt
Bleib bei der Familie. Nicht, weil ich persönlich so viel für diese Klepper übrig hätte, aber einfach nur aufgrund der Überlegung, dass es einem alten Adelsgeschlecht wie den Lahnsteins wohl zu Gesicht steht, sich ein eigenes Gestüt zu leisten. Bedank dich später. Und Winslet? Können wir... Der Käufer besteht darauf, dass Winslet als einziger Nachkomme von Dionysos zusammen mit den anderen Rennpferden verkauft wird. Ich werde übrigens selbstverständlich einen Großteil deines ohnehin nicht allzu üppigen Salärs einbehalten. Ich gehe davon aus, du bist einverstanden. Juri! Ich bin's! Martha, mach auf! Juri. Ubito ty! Korno, ziarno! To your heart.